Moi ja tervetuloa! Ich bin Elisa und heute backen wir finnische Lebkuchen Piparit. Die sind nicht so wie die deutschen, ganz weich und saftig, sondern die finnischen Lebkuchen sind richtig würzig, dünn und knusprig. Also, los geht's! Für den Lebkuchengewürz brauchst du Zimt, Ingwer, Nelken und Kardamom. Erst werde ich den Kardamom mahlen, also den Kardamom aus den Kapseln entfernen und dann fein mahlen. Dann, wenn du den Kardamom gemahlen hast, brauchst du eine Schüssel, also die ganzen Gewürze zu vermischen. Den Kardamom gebe ich aber durch den Sieb dazu, weil wenn man es nicht geschafft hat und den Kardamom nicht ganz fein gemahlen hat und da solche große Stücke bleiben, dann sind die sehr würzige Überraschungen in den Piparit. Und jetzt können wir auch schon mit dem Teig anfangen. Für den Teig brauchst du 170 Gramm brauner Zucker, dann ganz typisch finnisch 150 Milliliter Zuckerrübensirup, 150 Gramm Kokosöl oder Butter, 2 Teelöffel Backnatron, Prise Salz, 500 Gramm Weizenmehl und von der Orange und Zitrone verwenden wir nicht nur die Schale, sondern auch den Saft. So wird der Teig richtig aromatisch. Und dann brauchst du eine große Pfanne, weil der Teig in der Pfanne zubereitet wird. Und natürlich brauchen wir unsere Lebkuchengewürz, 2 Esslöffel davon. Und eine Prise Salz, den Abrieb von der Zitrone und Orange, wir brauchen 50 Milliliter Orangensaft und von Zitrone brauchen wir 25 Milliliter Saft, also in ganzem 75 Milliliter Saft. Und jetzt wird das Ganze bei mittlerer Hitze erhitzt, bis der Zucker vollständig geschmolzen ist. Nachdem das Zucker vollständig geschmolzen ist, gibst du noch Kokosöl dazu und lässt den langsam schmelzen. Also an dieser Stelle kannst du schon den Herd aufmachen und einfach den Kokosöl vollständig schmelzen lassen. Danach vom Herd nehmen und beim kräftigen Rühren noch Backnatron dazugeben. Hier wirst du merken, dass es stark schäumt. Da reagiert der Backnatron mit der Säure von Zitrone und Orange. So. Und dann zum Schluss gibst du noch das Mehl dazu, also direkt in die Pfanne und direkt, wenn es noch warm ist, dann ist es einfacher zu vermischen. Und ich mag das in Teilen zu machen. So kann ich das Ganze schön mixen, so dass es keine Klumpen formen und mein Teig richtig schön geschmeidig wird. Der fertige Teig ist ziemlich weich, also keine Sorge. Und dann lässt du den Teig kurz abkühlen. Danach am besten in 2 Teile verteilen und schön in Frischhaltefolie einwickeln.
So, jetzt wird es am besten über Nacht kalt gestellt. Dabei wird der Teig auch härter und aromatischer und dann am nächsten Tag geht es weiter. Während der Teig kühlt, wird es richtig fest. Also jetzt kann ich es so halten und da passiert nichts. Es ist richtig schön fest geworden. Und in der Zeit kann ich schon den Backofen vorheizen, den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und jetzt wird der Teig ausgerollt, mit etwas Mehl bestäuben, so dass es nicht kleben bleibt. Dann, wenn du das Teig so schön dünn ausgerollt hast, suchst du dir die Ausstecher aus und stechst die Lebkuchen aus dem Teig. Ich werde jetzt die Piparit backen, also bei solchen mittelgroßen Piparit am besten nach etwa 6 Minuten schauen. Wenn die am Rand schon etwas dunkler wären, dann sind die fertig. Die Piparit schmecken richtig schön würzig und kann man nicht widerstehen. Rahul ist der Joulua. Frohe Weihnachtszeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.